Hallo und herzlich willkommen. Bei wenig Platz ist eine ausklappbare Werkbank mit Werkzeugwand sehr nützlich. Durch Neigen der Tischfüße verschwindet die Arbeitsplatte. Ich habe mir eins gekauft und montiere es in meinem Keller. Dabei teile ich meine Erfahrungen. Du siehst das Auspacken, Montieren der Einzelteile, Verbohren an der Wand und einhängende Werkzeughalter. Bleib bis zum Schluss dran, dann siehst du auch den Stresstest. Klappbare Werkzeugwände mit einer Werkzeugwand scheint eine echte Marktnische zu sein. Auf Amazon habe ich nur 2 Kandidaten gefunden. Einmal eins von Trendline und eins von Richter. Meiner Meinung nach sind beide gleich. Ich stelle die Richter klappbare Werkzeugbank vor. Links dazu findest du natürlich in der Videobeschreibung. Die klappbare Werkbank mit Werkzeugwand wird in einer handlichen Verpackung geliefert. Das Gewicht der Einzelteile beträgt ca. 23 Kilo. Die Einzelteile sind gut verpackt, gefühlt wurde zu viel Plastikfolie verwendet. Hier hat der Hersteller noch Einsparpotenzial. Bei meiner Lieferung war alles im einwandfreien Zustand, es war nichts verbogen oder zerkratzt. Das mitgelieferte Handbuch erklärt kurz und knapp die einzelnen Montageschritte. Ich bin damit nicht zurechtgekommen und musste mehrmals bereits montierte Teile wieder demontieren. Zum Schluss habe ich es im liegenden Zustand montiert. Das geht erstens einfacher und zweitens kann man es dann auch alleine ohne Hilfe bauen. Wir starten die Montage mit dem Zusammenbauen der Fußteile. Die besteht einmal mit 2 Komponenten aus rechten und linken Teilen. Es besteht die Gefahr der Verwechslung, weil sich die Einzelteile verdreht und vertauscht montieren lassen. Das ist mir passiert, deswegen sind im Video bei einigen Teilen Lackschäden enthalten. Die U-Schiene muss nach dem Einlegen des Stifts in das Scharnier nach außen zeigen. Auch die Bohrungen zeigen dabei nach außen. Die Scharniere sind direkt am Fußteil verschweißt. Beim Schweißen scheint es wohl zum Verzug gekommen zu sein. 3 von 4 Stiften zur Montage des Scharniers konnte ich bei meiner Werkbank ohne Kraft mit der Hand einfügen. Beim 4. musste ich den Hammer zur Hilfe nehmen. Ja, Scheißdreck. Als nächstes wird an die Arbeitsplatte ein genieteter zweiteiliger Winkel montiert. Der Zusammenbau erfolgt an der Rückseite der Arbeitsplatte. Die Unterseite hat 2 eingebaute Metallplatten und 4 Bohrungen. Die beweglichen Winkeln wird wie im Video gezeigt an die 4 Bohrungen verschraubt. Ich konnte 2 Schrauben verhältnismäßig leicht anziehen, während ich beim anderen Paar mit ordentlich Schmackes zudrehen musste. Als nächstes erfolgt die Montage der Arbeitsplatte mit den Tischfüßen. Ich habe mich nicht an das Handbuch gehalten. Ich habe mir die Tischfüße auf den Boden gelegt. Dabei neige ich die Arbeitsplatte und kann den Winkel durch seitliches Anheben montieren. Zuerst habe ich es auf der linken Seite, anschließend auf der rechten Seite montiert. Das Anziehen der Schrauben und Mutter erfolgt erstmal nur von Hand ohne Werkzeug. Auch im liegenden Zustand habe ich die Querstrebe verschraubt. Das Bauteil wird zwischen den beiden Tischfüßen passend zu den Bohrungen gelegt, danach mit den Schrauben und Muttern fixiert. Die Spaltmaße und Toleranzen waren genau, somit ist das Montieren recht einfach gegangen. Als nächstes wird die Wandhalterung montiert. Das Teil dient mit den mitgelieferten Winkeln dazu, dass die Konstruktion nicht kippt. Die Wandhalterung habe ich lose in die Montageposition eingelegt und mit den Schrauben durch die Bohrungen fixiert. Hier kommt man ganz schlecht an die Mutter heran. Deswegen kippe ich den Tisch aufrecht und es geht nun viel einfacher. Anschließend wird die Werkzeugwand mit den Standfüßen montiert. Ich nehme dazu das Lochblech und führe es zwischen den beiden Tischfüßen. Auch hier lege ich die Schraube und Mutter erstmal nur an und ziehe es später ohne Werkzeug handfest. Die klappbare Werkbank mit Werkzeugwand steht, aber die Teile sind handfest angezogen. Damit die endgültige Stabilität erreicht wird, ziehe ich im Anschluss die Schrauben und Muttern fest. Als Werkzeug habe ich einen einfachen Schraubendreher und einen 10er Schlüssel verwendet. Die Werkbank wäre nun theoretisch fertig montiert. Jedoch ist eine Wandmontage notwendig, damit der Tisch nicht zusammenfällt.
Ich habe den Haltewinkel an die Wandhalterung mit der Hand eingelegt und mir anschließend das Maß herausgemessen. Das habe ich an die Wand übertragen. Als nächstes werden 2 Bohrungen in die Wand gebohrt. Nach dem Einlegen der Dübel kann der Haltewinkel verschraubt werden. Nach dem Einhaken ist der Tisch vor dem Umkippen gesichert. Der Abstand von der Wand beträgt bei mir 14 cm. Ein erster Test zeigt, dass ein Ein- und Ausklappen funktioniert. Als nächstes bringe ich die Werkzeughalter an. Die dreibeinige Konstruktion ist einfach und geht schnell. Sollten die Haken nicht ausreichen, kann man auch eine Schraube und eine Mutter verwenden. Auch ein Ein- und Ausklappen mit hängendem Werkzeug geht ohne Probleme. Das Werkzeug hält und fällt nicht auf den Boden. Generell ist es aber notwendig, den Tisch relativ genau bei 90 Grad zu halten, damit die Transformation ohne Verhaken funktioniert. Kommen wir nun zum Stresstest. Der Hersteller gibt 150 Kilo Belastbarkeit an. Ich wiege ca. 85 Kilo und kann mich auf die Arbeitsplatte setzen. Auch mit Hanteln in der Hand hält mich die Arbeitsplatte aus. Nachteilig ist meiner Meinung nach das etwas leichte Zurückfedern der Arbeitsplatte. Ich hoffe, meine Anleitung hat dir geholfen. Bleib an meinem Kanal dran, denn hier findest du schnelle Lösungen für alltägliche Themen ohne viel Gelaber.